Ist dir jemals aufgefallen, dass manche Frauen Männer ganz ohne Mühe anziehen, während andere ständig kämpfen? Sie schreiben eine Nachricht nach der anderen, machen Pläne, versuchen alles perfekt zu gestalten. Aber das Ergebnis, Desinteresse, Kälte, Distanz, das ist kein Zufall, keine Frage der Schönheit, kein Glück. Das ist göttlich feminine Energie. Und die meisten Frauen sind sich gar nicht bewusst, dass sie diese Energie bereits in sich tragen. Die Gesellschaft hat uns falsch erzogen. Man hat uns gesagt, sei aktiv, sei offensiv, mach den ersten Schritt, zeig ihm, wie wertvoll du bist. Aber die Wahrheit? Diese Anstrengung stößt Männer ab. Warum? Weil Männer sich automatisch zurückziehen, sobald sie Bemühung spüren. Am Ende dieses Videos wirst du diese Frau sein. Die Frau, die Männer anzieht, ohne Anstrengung, nur durch ihr Sein. Man hat es dir falsch beigebracht. Uns allen. Man hat uns beigebracht, dass wir gute Frauen sein müssen. Bemühte Frauen. Frauen, die ständig geben. Du sollst ihm schreiben, Pläne schmieden, die Aufmerksamkeit am Leben halten. Sonst verlierst du ihn. Aber weißt du, was wirklich passiert? Je mehr du dich anstrengst, desto distanzierter wird er. In jedem Moment, in dem du dich kümmerst, macht er einen weiteren Schritt zurück. Warum? Weil Männer Anstrengung als Zeichen von Wertlosigkeit lesen. Schockierend, aber das ist die Wahrheit. Männer wollen jagen. Sie lieben Herausforderungen. Sie schätzen nichts, was leicht zu bekommen ist. Und je mehr du dich bemühst, desto leichter wirst du für ihn. Übrigens, die Psychologie beweist das. Studien zeigen, dass Anziehung für Männer nicht logisch, sondern emotional ist. Sie wollen fühlen. Und eine Frau, die sich bemüht, sie lässt nichts fühlen. Sie wirkt nur erreichbar. Aber eine Frau, die in ihrer göttlich-femininen Energie lebt, sie bewegt die Seele eines Mannes. Und genau das erkläre ich dir jetzt. Der erste Punkt ist entscheidend. Hör auf, dich anzustrengen. Wenn du das hörst, denkst du vielleicht, aber wenn ich desinteressiert wirke, verschwindet er. Nein, ganz. Im Gegenteil. Männer interessieren sich nicht für Frauen, die wirklich desinteressiert sind, sondern für Frauen, die sich selbst genügen. Kennst du den Unterschied? Eine desinteressierte Frau kümmert sich nicht um ihn. Eine selbstgenügsame Frau hat ihr eigenes Leben, ihre eigenen Werte, ihre eigene innere Ruhe. Sie braucht keinen Mann. Männer denken, wenn eine Frau leicht erreichbar ist, bedeutet das, sie hat keine anderen Optionen. Aber in dem Moment, in dem du dich auf dein Leben konzentrierst, auf deine Arbeit, deine Hobbys, deine Freunde, beginnt der Mann zu denken, warum ist diese Frau nicht hinter mir her? Was macht sie gerade? Wer ist sie? An diese Neugier erzeugt Anziehung. Vergiss nicht, in dem Moment, in dem du dich bemühst, verlierst du. Aber in dem Moment, in dem du dich auf dich selbst konzentrierst, gewinnst du. Kommen wir zur zweiten wichtigen Wahrheit. Das Gleichgewicht zwischen femininer und maskuliner Energie. Die meisten Frauen machen hier einen großen Fehler. Sie beginnen, in maskuliner Energie zu leben. Sie kontrollieren, sie organisieren, sie treffen Entscheidungen. Im modernen Leben ist das notwendig, ja, aber in Beziehungen ein absoluter Killer für Anziehung. Männer fühlen sich nicht natürlicherweise zu maskuliner Energie hingezogen. Sie fühlen sich zu femininer Energie hingezogen, zu Sanftheit, zu Fluss. Was bedeutet feminine Energie? Nicht kontrollieren, loslassen, vertrauen, fühlen. Was bedeutet maskuline Energie? Handeln, entscheiden, Richtung geben. Jetzt hör genau zu. Wenn du ständig handelst, entscheidest, führst, dann ist deine Energie maskulin. Und was macht der Mann? Er zieht sich zurück. Warum? Weil zwei gleiche Energien sich abstoßen. Aber wenn du in deiner femininen Energie bist, geht der Mann automatisch in seine maskuline Energie. Er wird beschützend, führend, richtungsweisend. An diese Polarität erzeugt Anziehung. Der dritte Punkt ist vielleicht der schwierigste. Emotionale Unabhängigkeit.
Denn die meisten Frauen werden emotional abhängig von einem Mann. Sie warten auf seine Nachricht, auf seine Bestätigung, auf seine Aufmerksamkeit. Und das ist der größte Killer für Anziehung. Warum? Weil Männer emotionale Bedürftigkeit spüren und sie laufen weg. Was bedeutet emotionale Unabhängigkeit? Es bedeutet nicht, dass du seine Aufmerksamkeit nicht willst. Du kannst ihn mögen, Zeit mit ihm verbringen wollen. Aber du hast dein eigenes emotionales Zentrum. Wenn dir nicht schreibt und du trotzdem ruhig bist, ist es emotionale Unabhängigkeit. Wenn dich lobt oder nicht und du deinen eigenen Wert kennst, ist das emotionale Unabhängigkeit. Wenn da ist oder nicht und du dein Leben lebst, ist das emotionale Unabhängigkeit. Und Männer fühlen sich zu emotional unabhängigen Frauen hingezogen. Warum? Weil diese Frauen keine Last sind, keine schwere Verantwortung, keine Bedrohung. Sie sind eine Wahl, eine leichte Energie. Und Männer werden ganz natürlich von dieser Energie angezogen. Vergiss nicht, je unabhängiger du bist, desto anziehender bist du. Je bedürftiger du bist, desto mehr stößt du ab. Die vierte Wahrheit. Das Gleichgewicht zwischen Mysterium und Offenheit. Die meisten Frauen sind Männern gegenüber zu offen. Sie erzählen alles. Ihre Vergangenheit, ihre Ängste, ihre Träume, alles. Sogar beim ersten Date. Warum? Weil sie glauben, dadurch Nähe zu schaffen. Aber passiert das wirklich? Nein. Männer fühlen sich von Geheimnissen angezogen. Wenn sie dich nicht vollständig verstehen, werden sie neugierig. Wenn es Dinge gibt, die sie entdecken können, entsteht Interesse. Aber wenn du alles sofort gibst, bleibt nichts zu entdecken. Du wirst zu einem offenen Buch. Und offene Bücher sind nicht spannend. Aber Geheimnisse sind immer anziehend. Achtung, Mysterium bedeutet nicht lügen, nicht manipulativ sein. Mysterium bedeutet, nicht alles auf einmal zu geben. Manche Dinge für dich zu behalten, ihm zu erlauben, dich zu entdecken. Zum Beispiel fragt er dich, wie waren deine früheren Beziehungen? Was machen die meisten Frauen? Sie erzählen jedes Detail. Was sagt eine geheimnisvolle Frau? Ich hatte interessante Erfahrungen. Vielleicht erzähle ich dir das eines Tages. Dieser Satz schließt nichts ab. Er hält nur ein wenig zurück. Und der Mann wird neugierig. Was ist passiert? Warum hat sie es nicht erzählt? Wer ist sie? Und diese Neugier hält dich in seinem Kopf. Mysterium ist Macht. Offenheit ist keine Schwäche. Aber das Timing ist entscheidend. Gib nicht alles am ersten Tag. Öffne dich langsam. Zeig deine Schichten. Lass ihn dich entdecken. Das hält die Anziehung lebendig. Vergiss nicht, geheimnisvolle Frauen sind unvergessliche Frauen. Der fünfte und letzte Punkt. Selbstbewusstsein und Wertgefühl. Das ist das Fundament der göttlich-femininen Energie. Wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst, werden Männer ihn auch nicht kennen. Wenn du dir selbst nicht vertraust, werden sie es auch nicht tun. Woher kommt Selbstbewusstsein? Nicht von außen, nicht von Männern, nicht von Likes. Es kommt von innen. Wenn du weißt, wer du bist, was dir wichtig ist, was du verdienst, entsteht Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein verbreitet sich als Energie um dich herum. Männer spüren das. Sie denken, diese Frau ist anders, diese Frau kennt sich selbst, diese Frau ist wertvoll. Und dieser Gedanke ist Anziehung. Frag dich jetzt, fühlst du dich wertvoll? Oder fühlst du dich nur wertvoll durch die Aufmerksamkeit von Männern? Wenn es Letzteres ist, bist du in Gefahr. Denn dann liegt die Macht bei ihnen. Aber wenn du deinen eigenen Wert kennst, liegt die Macht bei dir. Du wählst, du entscheidest, du erlaubst ihm mit dir zu sein. Und diese Energie ist magnetisch. Wenn er dich respektlos behandelt, was machen die meisten Frauen? Sie akzeptieren es, aus Angst, ihn zu verlieren. Was macht eine selbstbewusste Frau? Sie setzt eine Grenze. Sie sagt, das passt nicht zu mir. Und sie geht.
weil sie weiß, dass ihr eigener Wert größer ist als diese Beziehung. Und was macht der Mann? Er ist schockiert. Er denkt nach. Und oft kommt er zurück. Warum? Weil du ihm beigebracht hast. Diese Frau ist wertvoll. Ich könnte sie verlieren. Und genau das bindet ihn an dich. Vergiss nicht, je wertvoller du dich fühlst, desto wertvoller sehen Männer dich. Fassen wir zusammen. Was ist göttlich feminine Energie? Die Kunst, sich nicht anzustrengen. Das Gleichgewicht zwischen femininer und maskuliner Energie. Emotionale Unabhängigkeit. Das Gleichgewicht zwischen Mysterium und Offenheit. Selbstbewusstsein und Wertgefühl. Das sind keine Taktiken. Das ist ein Lebensstil. Du bist nicht mehr die Frau, die sich bemüht, um Männer anzuziehen. Du bist die Frau, die durch ihr Sein anzieht. Du bist nicht mehr die Frau, die in maskuliner Energie rennt. Du bist die Frau, die in femininer Energie fließt und Männern erlaubt zu führen. Du bist nicht mehr die emotional bedürftige Frau. Du bist unabhängig, frei, in deinem eigenen Zentrum. Du bist nicht mehr die Frau, die alles am ersten Tag gibt. Du bist geheimnisvoll, eine Frau, die entdeckt werden will. Und du bist nicht mehr die Frau, die Bestätigung braucht. Du bist die Frau, die ihren Wert kennt, die wählt, die stark ist. Vergiss das nicht. Wenn dir das etwas gegeben hat, dann tu Folgendes. Abonniere, denn ich werde mehr Wahrheiten teilen. Like es, damit es mehr Frauen erreicht. Schreib, ich beginne, in die Kommentare und starte diese Transformation. Teile es, denn jede Frau sollte das wissen. Kehre jetzt zurück zu deiner göttlich-femininen Energie. Jetzt. Du wirst geliebt.